Heute wird es für mich sehr zungenbrecherisch, wenn wir über die Fiat G55 und die Macchi G 202 Volgore sprechen. Und ja, ich habe es auf Post-its hier unter der Kamera abgelesen. Ciao ragazzi, mein Name ist Blockstar, ich begrüße euch in der Noppenklötzchen-Scheune und heute zeige ich euch das wahrscheinlich schönste Flugzeug, was Kobi Stand Oktober 2024 zu bieten hat. Ich spreche natürlich über die Macchi G202 Volgore und Volgore steht hier für Blitz. Dieses Wortspiel werde ich heute wahrscheinlich noch öfter machen, denn ich mag Blitze irgendwie, ich mag Italien und ich mag dieses Flugzeug. Ich mochte den Vorgänger von vor 8 Jahren. Ich habe also eine Menge zu erzählen. Also kommt mit mir auf den Bautisch, dann machen wir auch wie der Blitz, wie Flash, eine kleine Zeitreise und gucken uns an, wie diese Steine hier einmal in den Karton lagen. Schneller als das hiesige Pizzataxi ist das Kobiset 5760, die Macchi C202 Volgore im Maßstab 1:32 aus der Historical Collection World War II von Kobi auf meinen Bautisch gelandet. 404 Klemmbausteinchen und eine Minifigur, auf die ich mich ganz besonders freue, unser italienischer Jäger aus den 40er und sogar 50er Jahren. Kartondesign gefällt mir, muss nur etwas schmunzeln, denn das überflogene Grün sieht etwas aus nach englischen Buschgrenzen von Feldern, wir kennen das, aber hier hinten schimmert es beige, das wird dann wohl ein Dünenmeer sein, daher auch diese auf den ersten Blick wunderschön für ein Flugzeug dieser Zeit daherkommende Tarnung, die Kobi hier sehr gut mit vielen Prints umgesetzt hat. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir einen Piloten. Ich hoffe, die Drucke werden super sein, denn hier auf dieser Grafik sieht es schon sehr schön aus. Fakten bekommt ihr gleich. Wir sehen hier das Flugzeug. Wir achten auf die schön bedruckte beige Kanzel und natürlich können wir das Fahrwerk ein- und ausklappen und wir haben hier originale Fotos. Ja, jetzt lassen wir unseren Blitz noch einmal in die Luft steigen, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an und wir merken schon hier, die Klemmbausteine wollen raus, der Karton ist schon etwas geöffnet. Also machen wir jetzt mal einen Reverse Flash, Leute kennen das vielleicht aus dem DC Universe, wir lassen jetzt den Blitz nach oben steigen. Ja Freunde, da liegen die Bautüten 1 und 2 sowie die Anleitung unseres Kobisets 5760 auf den Bautisch. Natürlich DIN A4, Klammer gebunden, Hochglanz und Altersempfehlung ab 7 Jahren. Ich glaube, bei so einem Flugzeug im Maßstab 1:32 ist das ganz okay. Trotzdem würde ich immer bei den Kleinteilen, auch wenn hier 7 plus steht, als Erwachsener oder Erziehungsberechtigter mal drüber schauen. Ja, schöne Kobi-Steine, ich habe schon gesehen, hier, wo war es, haben wir die Drucke gesehen. Da freue ich mich besonders drauf und auch hier die bedruckte Nase. Ich bin echt gespannt und natürlich auch auf die Pilotenfigur. Ich mag diesen Flieger, diese Optik intern in der Wüstenoptik der italienischen Luftwaffe. Schauen wir uns mal kurz die Anleitung an. Wie immer, kleiner Überblick über die Anleitung, weil viele von euch, die vielleicht neu sind oder Kobi zum ersten Mal bauen, müssen sich immer ein bisschen umstellen, weil Kobi eigene Steine hat und auch eine eigene Herangehensweise bei den Anleitungen. Achtet immer hier auf die erste Seite, da gibt es eine kleine Erklärung für bestimmte Steinchen und dass wir mit der Bautüte 1 anfangen. Diese aufreißen und unsere Steine aus der Tüte verteilen, wie wir das wollen, nach Farbe, Form, wie ihr das möchtet. Und dann klemmt ihr drauf los von den Schritten 1 bis 119 kann ich euch schon mal spoilern. Ganz wichtig ist, dass der aktuelle Baustep immer der farbliche ist. Das davor ist immer so ausgegraut bzw. hier in so einen weiß-hellblau gehalten. Pfeile weisen uns immer den Weg, was wir machen müssen und in diesen Rechtecken sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Und wie gesagt, fertig sind wir dann mit der Bauabschnittsnummer 119. Aber wichtig ist hier, wir haben noch so Anlegehilfen und ab und zu wird auch mal ein Baustep einzeln herausgenommen und vergrößert, damit wir wissen, was wir machen müssen. Das Gute bei so Anlegehilfen ist, da müsst ihr keine Noppen zählen.
Und dann sind wir halt mit dem Baustep 119 fertig, wenn wir unseren Blitz auf den Stand packen. Ganz cool finde ich bei den neueren Stands halt von Kobi, dass der durchsichtig ist, der Träger, und dass wir Noppen haben für die Minifigur. Und auf den kommenden letzten Seiten sehen wir dann immer die Teile. Falls euch ein Teil fehlt, mir ist das schon oft passiert, deswegen wiederhole ich das immer, dann könnt ihr gucken, wie das Teilchen heißt und könnt es dann bei Kobi auf deren Webseite beim Punkt Service monieren. Und hier sehen wir dann sogar noch eine Zusammenbauhilfe für die Pilotenfigur, auf die ich mich, ich wiederhole es jetzt, richtig freue. Letzte Seite, dann etwas Werbung, und all diese Flugzeuge habe ich schon einmal gebaut, beziehungsweise diese hier ist noch im Zulauf. Schaut mal euch die beiden Reviews gerne hier oben auf dem i bei meiner Kobi Playlist an. Haben beide Spaß gemacht, kann ich euch schon mal spoilern. Aber Freunde, wichtig ist, dass euch jetzt die Fakten Spaß machen zur Macchi C202 Folgore. Zu diesen Fakten wünsche ich euch nämlich viel Spaß, und ganz uneigennützig wünsche ich mir viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit, und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild des Kobi-Sets 5760, der Macchi C202 Folgore. Wir schwingen uns also in Gewitterwolken über das Mittelmeer. Die Macchi C202 Folgore war ein italienisches Jagdflugzeug, das im Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle spielte. Es wurde von dem italienischen Ingenieur Mario Castoldi entworfen und war eines der erfolgreichsten Flugzeuge, die von der Regia Aeronautica, der italienischen Luftwaffe, eingesetzt wurden. Die Macchi C202 basierte auf einem früheren Modell, der Macchi C MC200 bzw. Macchi C200 Saetta. Saetta heißt übrigens auch Blitz, genau wie Folgore. Allerdings wurden bei der Macchi C202 bzw. MC202 zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um die Leistung und Manövrierfähigkeit zu steigern. Die Entwicklung begann im Jahr 1940, als die italienische Luftwaffe den Bedarf an einem leistungsfähigeren Jagdflugzeug erkannte. Die entscheidende Verbesserung war die Einführung eines wassergekühlten Motors anstelle der luftgekühlten Triebwerke, die in vielen früheren italienischen Flugzeugen verwendet wurden. Dieser neue Motor war ein Lizenzbau des deutschen Daimler-Benz DB 601, der als Alfa Romeo RA 1000 RC41i in Italien produziert wurde. Der Erstflug des Prototyps fand im August 1940 statt, und das Flugzeug zeigte sofort eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu seinen Vorgängern. Die Macchi C202 war 8,85 Meter lang und hatte eine Gesamtspannweite von 10,58 Metern. Ihr Leergewicht betrug 2,4 Tonnen, das Abfluggewicht beladen lag bei ca. 3 Tonnen. Das Flugzeug wurde von einem V12-Zylinder-Motor angetrieben, der kurzzeitig für eine Minute bei 2500 Umdrehungen eine Höchstleistung von 1175 PS hatte, sonst lag die durchschnittliche angegebene Höchstleistung bei 1159 PS. Dadurch konnte die Macchi C oder MC202 eine Geschwindigkeit von ca. 600 km/h erreichen. Die maximale Reichweite lag bei ca. 765 Kilometern. Und die Dienstgipfelhöhe betrug 11 Kilometer. Die Hauptbewaffnung bestand aus zwei 7,7 mm Breda Safat Maschinengewehren im Kaliber 303, die in der Motorhaube montiert waren und synchronisiert durch den Propeller feuerten. In späteren Versionen des Flugzeugs wurde die Bewaffnung durch zwei weitere 12,7 mm Breda Safat Maschinengewehre ergänzt, die in den Flügeln untergebracht waren. Diese Aufrüstung ermöglichte eine bessere Feuerkraft gegen schwer gepanzerte Ziele. Allerdings blieb die Bewaffnung im Vergleich zu vielen zeitgenössischen Jagdflugzeugen eher schwach. Die Macchi C202 trat erstmals im Juli 1941 in den Einsatz. Sie spielte eine Schlüsselrolle während der Luftkämpfe in Nordafrika, wo sie es mit britischen Jagdflugzeugen wie der Supermarine Spitfire und der Hawker Hurricane aufnahm.
In Bezug auf Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit erwies sich die C-202 als ebenbürtig oder sogar überlegen, was sie zu einem gefürchteten Gegner in den Luftkämpfen machte. Während der Nordafrika-Kampagne erlangte das Flugzeug großen Ruhm, da es nicht nur britische Jäger abwehren konnte, sondern auch strategische Aufgaben wie den Schutz von Bombern übernahm. Die italienischen Piloten schätzten die C-202 wegen ihrer Wendigkeit und soliden Flugleistungen. Allerdings war sie in Bezug auf ihre Bewaffnung und Panzerschutz unterlegen, was besonders in späteren Kriegsphasen deutlicher wurde. Insgesamt wurden während des Krieges mehr als 1000 Macchi C-202 gebaut. Neben der italienischen Luftwaffe wurde das Flugzeug auch von den Luftstreitkräften anderer Achsenmächte eingesetzt, einschließlich der deutschen Luftwaffe, die einige C-202-Flugzeuge für Trainings- und sekundäre Aufgaben übernahm. Die Erfolgsgeschichte führte zur Entwicklung eines Nachfolgers, der Macchi C-205 Veltro, die auf dem gleichen grundlegenden Entwurf basierte, jedoch mit einem stärkeren Motor und einer verbesserten Bewaffnung ausgestattet war. Diese Weiterentwicklung kam jedoch erst relativ spät im Krieg zum Einsatz. Die Macchi C-202 Folgore war eines der herausragendsten italienischen Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs. Sie kombinierte eine hohe Geschwindigkeit und exzellente Manövrierfähigkeit, was sie zu einem gefährlichen Gegner in den Luftkämpfen machte. Trotz ihrer vergleichsweise schwachen Bewaffnung und Panzerung war die C-202 ein bedeutender Beitrag der italienischen Luftfahrtindustrie und wurde von den Piloten, die sie flogen, hoch geschätzt. Mit einer Produktionszahl von mehr als 1000 Einheiten und einem Einsatzgebiet, das von Nordafrika bis zum Mittelmeer reichte, bleibt die Macchi C-202 ein symbolträchtiges Beispiel für die italienische Luftwaffentechnologie während des Zweiten Weltkriegs. Ja, Freunde, das waren die Fakten zu unserer C-202. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Klemperstein-Review des Cubiset 5760, eben der Macchi C-202. Viel Spaß! Nach 50 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Macchi C-202 Folgore. Wobei, wenn ihr mal guckt, es ist ja gelogen, denn hier stehen ja ein paar mehr Flugzeuge. Um genau zu sein, habe ich die Folgore, unsere Macchi C-202, zweimal mir gekauft, weil ich, und das werdet ihr gleich merken, dieses Flugzeug richtig klasse finde. Es hat mir absolut Spaß gemacht zu bauen. Ich finde es optisch richtig gut und es ist endlich mal wieder ein italienisches Flugzeug im Maßstab 1:32 nach unserer Fiat G55 Centauro. Und ja, es gibt ja bald eine neue Fiat G55 im Maßstab 1:48, wird dann 24,99 € kosten und aus 192 Teilen bestehen und die Nummer 5867 haben. Ich blende es euch mal hier ein, während unsere 5528 hier 270 Steinchen hatte, beziehungsweise aus 270 Steinchen besteht und 2017 auf den Markt kam. Also wir kriegen dieses Jahr etwas doppelt italienisch. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was ein cooler Nebeneffekt ist, dadurch, dass ich hier das Cubiset 5760 zweimal gebaut habe, ist, dass wir vergleichen können, ob denn auch in beiden Versionen die gleichen Steine über sind. Und man kann es sehen, tada, hier überall die C-Claims, die Bügelperle, der Bolzen und der weiße Bügelperlenapplikator sind über in beiden Sets. Also ich bin richtig glücklich. Ihr seht schon hier die Prints, die sich, wie auf dem Karton versprochen, hier auch gut durchmachen. Ein richtig tolles Flugzeug. Und warum ich dieses Flugzeug mag, warum ich es wirklich mir zweimal gekauft habe, ist auch ein bisschen der Bautechniken geschuldet, weil ihr seht schon hier, wir haben sehr dicke Flügel, wir haben eine sehr leicht zu lesende Bauanleitung. Und das sollte eigentlich die Überleitung sein. Und wir haben, und das macht Spaß bei Kubi ja immer etwas asymmetrisches Bauen, beziehungsweise nicht etwas irgendwie doppelt mal oder so. Das macht Kubi immer schön, sage ich mal, für das Gehirn etwas anspruchsvoller. Wenn man nämlich schon viele Flugzeuge gebaut hat, kann das schnell langweilig werden. Aber wir sehen immer mal wieder, wie hier, so dass da mal was angeflanscht wird, es dann auf der Seite nicht weitergeht. Aber irgendwann dann doch und immer mit wieder Bauschritten, die einen jetzt nicht logisch
erscheinen, beziehungsweise die man sich denkt, Mensch, die könnte man doch gleich parallel machen. Nein, Kubi macht das immer etwas versetzt und das macht es wirklich spaßig zu bauen und richtig klasse zum Beispiel, dass wir hier ja auch gebaute Tarnung haben und deswegen wollte ich die Anleitung einmal aufklappen, weil wir sehen hier so die kleinen 1x1er Plates, wir sehen die normalen von Kubi hier in Olivgrün, die wir auch hier auf den Tragflächen sehen, zeige ich euch gleich. Also eine leicht zu lesende Anleitung, die wirklich Spaß gemacht hat, hier unsere Maki-C 202 Volgore zu bauen. Ich hoffe, das war richtig. Generell ein kleiner Disclaimer und ich möchte mich entschuldigen bei allen italienisch sprechenden Menschen für meine vielleicht falsche Aussprache. Ich bin nun mal Native Allmann, sprich Kartoffel und kann deswegen nicht so gut Italienisch, auf jeden Fall nicht so gut, wie ich es gerne wollen würde. Bevor wir uns nochmal gleich später die Fiat anschauen, weil ich finde die wirklich cool und ich wollte es euch immer mal zeigen, nochmal ein paar Worte generell hier zu unserer Volgore. Die Drucke sind einfach das Thema, was mir wirklich Spaß machen. Die Kanzel hier, die bedruckt ist, wir haben natürlich wieder so ein bisschen Kubi-mäßig Diskrepanz zwischen einem weißen Druck auf einen farbigen Stein plus dann wieder weiße Steine. Das sieht komisch aus, aber wir haben halt im Vergleich zu Fiat, die Aufkleber hat halt hier Drucke und das gefällt mir. Und diesen Tarndruck, der ist einfach klasse. Mir gefällt der richtig gut. Und was ich sagen wollte, ist wegen Drucke, weil wir haben hier ein Flugzeug der 4. Stromoe, glaube ich, heißt es, des 4. Geschwaders, kann man sagen, Amedeo de Aosta, des Herzogs von Aosta, das am 1.6.1931 gegründet wurde. Dieses 94 bezieht sich wahrscheinlich auf die 10. Gruppe, das 90. Schwadron der 4. Staffel der 4. Stromo. Die gibt es übrigens heute noch und ist ein Traditionsverband der italienischen Luftstreitkräfte und da flogen Typen wie Starfighter und heute der Eurofighter. Dazu später aber noch mal mehr. Schaut euch mal wirklich dieses Flugzeug an, wenn ihr ein Faible für Geschichte habt und auch mal gerne abseits von England, Amerika und Deutschland und Japan schaut, ist das hier wirklich ein richtig klasse Flugzeug. Und was auch cool ist, ist, dass wir zwar hier so ein bisschen die Fantasiebemalung haben, weil man nicht genau weiß, wie dieses Flugzeug auszusehen hat, aber dieses Flugzeug wurde so restauriert und steht im Smithsonian Museum in Washington. Also Kubi geht hier wieder den Weg, aus einem Museum sich zu beziehen und vielleicht die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen oder generell Kubi verfolgen, die wissen, es gab ja auch mal richtig gebrandete Sets mit Smithsonian-Logo von Kubi. Also hier wieder der Weg, der mit den Kooperationen eingehalten wird, finde ich klasse. Auch wenn es hier wahrscheinlich nur lose war, sonst hätte man vielleicht auf den Karton sogar noch das Smithsonian drücken können. Beziehungsweise drucken, nicht drücken. Wobei drücken passt ja schon, wenn das auch pad-printed ist. Das kann ich euch aber nicht genau sagen. Also auf jeden Fall wieder hier ein musealer Flieger, wenn auch, wie gesagt, fantasiemäßig. So ganz genau wissen die Kuratoren das nicht, wie das Flugzeug aussah. Ich habe euch aber alle Links hier zu dem Original unten in die Videobeschreibung gepackt und da könnt ihr selber gerne einmal nachlesen. Dementsprechend kann ich euch halt auch nicht sagen, wer der Herr hier ist. Ich gehe einfach davon aus, ein namenloser italienischer Pilot, aber sehr cool bedruckt. Natürlich muss ein Schnauzer sein, er schaut freundlich daher. Wir haben hier wirklich überall Drucke, heißt hier auf den Armen, wir haben auf der Hose unten Drucke, wir haben wirklich sehr detaillierte Drucke auf dem Front des Torsos. Rückseite ist natürlich nicht bedrückt, aber hier wieder auf dem Ärmeln haben wir überall pad-printed Drucke dieser tollen Figur. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Set zweimal haben wollte, wegen dieser Figur. Weil Köpfe und Masken kann man ja oder Hauben kann man ja austauschen und somit hat man dann zwei italienische Piloten. Schauen wir uns den Stand an, während ich hier unser Kubi-Set 5760 mal ablege. Übrigens hier bei der Fiat, ich zeige sie euch gleich auch nochmal genau, den Stand habe ich umgebaut, da habe ich meinen eigenen gebaut. Da ist eigentlich der alte dreieckig-ovale dabei. Ja, hier unser bedrucktes Typenschild, Maßstab 1:32, die Bezeichnung des Flugzeugs
Und vielleicht habt ihr Macchi schon mal gehört, nämlich Aero Macchi. Die Firma gibt es nämlich heute noch. Aero Macchi ist dann aufgegangen in den Rüstungskonzern Leonardo. Wie gesagt, der bis heute produziert, den kennt ihr vielleicht. Ja, also typischer Kobi-Stand, nur gut, dass wir jetzt halt hier, habe ich vorhin erwähnt im Video, dieses Transclear-Stand-Teil haben und hier die Noppen zum Aufnoppen der Figur. Ja, und dann schauen wir uns mal das Flugzeug an und ich zeige euch, warum ich das so mag. Also ich mag hier dieses querliegende Bauen, dass wir hier auch mit den schmalen Fliesen arbeiten und sogar hier vom Druck auf die Fliesen übergehen. Da haben wir wieder eine grüne Fliese, hier dann eine richtige Plate. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben dicke Flügel, wir haben von unten fast alles zugebaut, was geht. Gut, hier dieses Querruder-Formteil ist halt so, dadurch haben wir eine gewisse Dicke. Trotzdem finde ich es gut, dass wir hier wirklich fast alles bis zur Flügelspitze zugebaut haben. Das gefällt mir. Dann das Fahrwerk. Weiß-Schwarz gefällt mir auch. Es setzt sich so ein bisschen ab, auch wenn das Weiß hier zu diesem Weiß-Grau ein bisschen stört. Wir haben einen stabilen Stand, bzw. Stand-Aufnahme, das gefällt mir auch sehr gut. Und die Drucke gehen halt hier weiter. Die Fliesen, die ich euch gerade schon gesagt habe, hier mit den Hoheitsabzeichen der italienischen Luftstreitkräfte, der bedruckten Haube hier mit leichten Druck, so ausgeblasst, damit es aussieht wie die Rillen, wo die Mündungsläufe liegen, sowie der Propeller mit sogar schwarzer Spitze, weißen Spinner und dann gelben Spitzen an den Propellerkanten bedruckt, sowie hier die Abgasanlagen. Kubiformteile, aber hier gebaut, gefällt mir auch sehr gut. Und dann hier die Hoheitsabzeichen. Und das meine ich, so ein bisschen sticht dieser weiße Stein dann hier von dem Drucken heraus, aber trotzdem sehr detailreich bedruckt. Sehr detailliert, das wollte ich sagen, weil gerade wenn man auch hier hinten mal gucken, Aeronautica Macchi mit der Seriennummer, beziehungsweise auch hier den aufgedruckten weißen Kreuz und dann hier diesen Abzeichen. Wie gesagt, ich meine halt auch vom Herzog von Aosta hier dieses Symbol, weil weißes Kreuz auf rotem Hintergrund ist, glaube ich, Savoyen und der Herzog von Aosta hat da auch Verbindung mit, deswegen richtig cool. Und halt auch hier generell dieses Seitenleitwerksteil, dieses Formteil von Kobi gefällt mir auch. Also, ich muss sagen, wirklich rundum gelungenes Flugzeug aus einer spannenden Epoche, einer anderen Nation, als wir sie sonst so vielleicht auf dem Schirm haben. Und hier unten auch nochmal grün gebaut und dann natürlich sowieso hier diese großen Wedge-Teils. Gefällt mir. Ja, aber zum Vergleich wollte ich euch nochmal, weil ich finde das schon wichtig, damit wir mal über die Evolution reden von Kobi, die Fiat G55 Centauro euch zeigen. Centauro, könnt ihr euch denken, steht für Zentauren, also heißt dieses Mann-Pferd-Mischwesen. Ihr seht hier, da sind diese Ligusterbündel, glaube ich, so heißt das. Ich zeige es euch hier unten eingeblendet, wie es genau heißt. Beklebt, das sind Aufkleber, sie halten noch ganz gut. Trotzdem haben ja immer Aufkleber so eine Halbwertszeit. Da seht ihr auch hier so eine Palme und Flügel oder Vögel oder Flügelschwingen, wie man das nennen mag. Auch bedruckt, meine ich. Also genau, das hier ist ein Druck, hier ist der Aufkleber. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Misch. Was ich meine mit den Aufklebern ist dann hier sieht man es schon, dass die Aufkleber dann nach einer Zeit irgendwann, ja, auch das Fliegen lernen, sage ich mal, an den Ecken auf jeden Fall. Hier werden wir dann da wieder Drucke haben und auch hier bedruckte Teile, wie hier das Seitenleitwerk. Aber auch ein schönes Flugzeug, wirklich spannend, weil werde ich mir auf jeden Fall holen in diese 1:48er Version. Und dann machen wir vielleicht nochmal einen richtigen Vergleich. Aber ihr seht hier, 2017 hat Kobi noch etwas rudimentärer gearbeitet, nämlich mit Wedges auf Plates. Und somit haben wir dann auch eine gewisse Flügeldicke, aber nicht so wie hier bei unserer 5760. Und von unten, ja, rudimentär mit Plates zugemacht. Wir sehen viele Negativnoppen, so heißt es ja, viele Tubes. Da ist dann schon das bei der 5760 es besser gelöst. So, trotzdem auf den Stand packen wir sie wieder und sie geht ins Regal. Dieses tolle Flugzeug und so, ach ja, und so nicht, sondern der Pilot ist noch wichtig hier, da der das typische Kobi-Gesicht der damaligen Zeit hat, aber auch einen, finde ich, sehr schön bedruckten Overall der italienischen Luftstreitkräfte. Ja, ihr seht, ich bin Fan dieser beiden Flugzeuge und ich hoffe, es hat euch mal gefallen, dass ich euch hier quasi die, ja,
Gegenüberstellung gemacht habe mit einem älteren Set, nämlich hier unserer Fiat G55, die wieder ins Regal kommt und jetzt zwei tolle Freunde neben sich stehen hat, nämlich zweimal die 5760. Ihr bekommt jetzt Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen bekommt ihr hier Detailbilder unseres italienischen Blitzes, damit ihr euch selber einen Eindruck vom Kobiset 5760 verschaffen könnt, unabhängig von meinen Ausführungen eben gerade. Ich bleibe dabei, das beste Flugzeug für mich im Moment, was Stand Oktober 2024 Kobi hier auf den Markt hat, auf jeden Fall im Maßstab 1:32. Ein paar Fakten noch, ich habe es euch gerade schon bei den ersten Fakten erwähnt, dass die Weiterentwicklung, nämlich die Macchi C205, Veltro genannt, bzw. Windhund auf Deutsch, bis ins Jahr 1951 circa flog, unter anderem bei der ägyptischen Luftwaffe. Und dieser Typ, diese Weiterentwicklung mit einem stärkeren Daimler-Benz-Motor, war auch das Flugzeug, mit denen einige der top-italienischen Luftasse Luftsiege errungen haben. Unter anderem Adriano Visconti und Luigi Giorini. Aber auch hier, wie immer, liebe Freunde, bitte, bitte nicht judgen für mein Italienisch. Ich weiß, das ist sehr schlecht. Ihr könnt euch denken, ich kann besser Italienisch essen als sprechen. Schreibt mir eure Meinung bitte mal zu dem Flugzeug in die Kommentare und wenn ihr dort unten seid, schaut euch auch gerne mal in der Videobeschreibung alle Infos rund um das Kobiset 5670 an. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass sich Don Blockstar in einen Fiat 500 quetschen muss. Was ich leider morgen wirklich muss. Und das ist bei meiner Körperlänge kein Spaß. Spaß hat aber gemacht, dieses Video für euch zu drehen, nämlich quasi hier einen Klassiker rauszuholen und dann natürlich einen, ja, hoffentlich bald zeitlosen Klassiker zu besprechen, die 5760, die für mich, ich habe es euch gerade gesagt, das schönste Flugzeug aktuell auf dem Markt ist im Maßstab 1:32 aus dem Hause Kobi. Aktuell heißt natürlich Oktober 2024, weil Kobi sich da ja immer wieder neu erfindet. Also was heute gut ist, kann morgen schon wieder nur Mittelmaß sein. Danke dafür, Kobi. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und noch ein kleiner Wermutstropfen für alle, die sagen, Mensch, ich hätte auch ganz gerne die 5528 hier, unsere Fiat G55 Centauro. Da habt ihr Glück, denn Kobi bringt dieses Jahr noch eine auf den Markt. Allerdings im Maßstab 1:48, das Kobiset 5867. Ich habe euch den Katalog mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr nachstöbern. Sowie findet ihr da alle Informationen zu unserer 5760 und darunter ist dann auch der Kommentarbereich, den dürft ihr auch fleißig nutzen. Gebt mir bitte mal Feedback zum Video, gerne auch zum Set. Gefällt es euch genauso wie mir? Lasst es mich einfach wissen. Ja, und wie bei einem guten italienischen Film würden jetzt 3 große Buchstaben kommen, nämlich FIN, nämlich Finn. Wir sind am Ende angelangt. Bei Flugzeugen wünsche ich euch wie immer einen guten Flug. Auf Wiederbauen und ciao, euer Freund, der Blockstar.